Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich darf heute mit einer Minifigur starten, die ich Christoph mitgenommen habe. Ich habe gesagt, da ist eine Überraschung drinnen und Christoph hat gesagt, ach, wenn, dann starten wir die Kamera, denn er hat sich diese Figur gewünscht, aber ich habe zuerst geschaut, weil ich interessiert war, welchen Oberkörper ich da eigentlich verwendet habe und habe aufgemacht und ich musste so lachen, deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige dir bzw. euch das jetzt. Seid ihr bereit? Der ist nackt. Oder die ist nackt. So lustig. Aber das war, also habe ich in Holland in dem Figurenatelier zusammengebaut. Ich habe es leider schon verdrängt und ich wollte eigentlich nur einen neuen Oberkörper für unseren Strand haben. Und ja, jetzt ist das irgendwie rausgekommen. Und ich glaube, die bleibt so, die Figur. Ich finde das mega geil. Also coole Idee auf jeden Fall, Rita. Ja. Ist das Aber das, was du uns heute zeigen wolltest, oder was? ja, eigentlich war das interessante Teil. Ihr seht jetzt, Ja. wie Rita so tickt. Furchtbar, diese Frau. Furchtbar. Ich will mal was Traurigeres ansprechen, meine Lieben. Was ist Und traurig? zwar haben wir sind ja, unsere Mission gemeinsam mit euch ist ja, dass wir Wild City immer wieder weiter verbessern und Ja. verschönern. Und da sind wir jetzt letztens wieder mal auf sowas drauf aufmerksam geworden. Dieser Baum hier Ist doch wunderbar. ist mitten in der Innenstadt gestanden. Natürlich, damals haben wir Limitationen gehabt, weil stimmt. wenig Teile verfügbar waren. Ich habe mal gesagt, ich glaube zu meiner Mutter, maximal bitte 6 Blätter auf einen Baum und nicht mehr, weil wir eben so wenig hatten. Und das hat sich aber jetzt auch dank dem Legoland drastisch geändert. Zum Glück. Und da dürfen wir euch heute präsentieren. Wir haben den ganzen Nachmittag heute verwendet, um übrigens danke für die Kommentare zum Bahnhof und zum Zaun und zu allem anderen. Da sind wir jetzt noch gar nicht dazu gekommen, das alles zu bearbeiten. Wir haben Bäume gebaut, meine Lieben, und ähnliches, Büsche, Pflanzen und so weiter. Und ich darf mal schauen mit euch, wenn ihr hier reinschaut, der geübte Bricks Go Wild Zuschauer sieht bestimmt, dass es hier jetzt um einiges grüner ist. Ja. Und um einiges cooler aussieht. Also ich will ja nicht sagen. Genau, ich filme mal von außen und ich würde sagen, Rita, schau mal in die Montageluke rein und zeig uns dann von innen was. Sie ist übrigens dort hinten bei einem dieser Creator-Häuser am Bauen. Was ist Ich habe das jetzt? gerade bemerkt, dass ich da komplett das abgerissen habe. Jetzt seht ihr mal, wie Rita Hoppala. mit meinem Lego umgeht. Das ist nämlich ein Set, was mir ich damals gekauft habe. Ja, irgendwie passt das jetzt gar nicht mehr so zusammen. Das ist aber nicht ideal. Ja. Ich glaube, so war es. Wir lassen das sonst mal. Ach ja, weil ich die Platte rausgegeben habe. Okay. Hops. Also hier wird gebaut. Wir haben Ja. auch noch mehr für euch, zeigen wir euch demnächst mal. Jetzt Ja. mal die Bäume und zwar speziell den, Rita, schau mal in diese Montageluke rein, dann kannst du uns was zeigen, was hier Immer so ich abgeht. und immer die Und hier ist es doofste auch so Stelle. blöd, weil hier die U-Bahn so niedrig ist. Es Seht ihr ist mal, wie bei Mission Impossible muss man sich hier reinquälen. eine U-Bahn und lauter Schachteln stehen Ja. hier unten drinnen. Aber sie schafft es. Wir Reiße ich eh nichts ab. schauen, momentan sieht es ganz gut aus. Schon fast drin. Okay. Wir haben Bäume gebaut. Und zwar wirklich, wirklich coole Bäume eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Rita hat zu mir gesagt, dass andere Männer es besser können. Und zwar, dass zum Glück nur Bäume bauen von Lego. Wir haben Das so sagst du jetzt wieder. Brixie-Videos geschaut, auch den lieben guten Bob haben wir angeschaut und so viele andere. Grüße gehen raus. Und da haben wir gesehen, die haben bessere Bäume als wir. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Jetzt habe ich mir gedacht, wir bauen ein paar neue Bäume. Und wir haben auch ein paar Blumenbeete entfernt und haben jetzt für euch, was ist? So viel zu ich reiß alles ab. Da im Krankenhaus ist einer fast mit der Trage rausgefallen, obwohl der gerade aufgeschnitten wird. Das war wahrscheinlich ich, als ich da die Bäume platziert habe. Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall, du hast es zum Glück wieder hergerichtet, mehrere Bäume dieser Bauart, die auf verschiedenen Niveaus Blätter haben und auch dann oben immer noch so kleine Blätter drauf. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Man könnte natürlich noch ein bisschen mehr machen. Es kommen noch Vögelchen, es kommen noch Bienen, es kommt noch alles Mögliche. Und auch die Blumenbeete haben wir ein bisschen verbessert. Vorher haben die fast alle so ausgesehen wie dieses hier. Ja. Einfach Blumen rein und fertig. Und jetzt haben wir uns gedacht, Rita, bevor ich dir die Kamera gebe, zeige ich noch die Büsche her. Hier waren auch so Blumenbeete, da haben wir uns auch gedacht, was, ja, die sehen irgendwie alle gleich aus und
wenn ich so den Blick durch die Stadt schweifen habe lassen, habe ich, wenn ich Rita nicht gesehen habe, weil sie wieder mal nicht da war, dann habe ich Blumenbeete gesehen, die alle gleich ausgeschaut haben. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ja. Und ein letzter Shot noch hier, zum Beispiel auch hier vor dem Einkaufszentrum. Hier hatten wir so ähnliche Blumenbeete wie hier mit so Log Pieces. Und das waren irgendwie überall dieselben. Jetzt habe ich in detaillierter Kleinarbeit, haben wir das jetzt rausgenommen, alles abgebaut und wieder aufgebaut mit diesen neuen, ja, zugeschnittenen Dreiecksfliesen. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Bin am Überlegen, ob wir die Bäume in der Höhe noch ein bisschen ändern. Aber so sieht das mal hier von außen aus. Und Rita zeigt Ich euch finde es jetzt den eigentlich ganz Blick gut. von der Montageluke. Ja, also, ich habe mich hier reingequetscht, natürlich nur für euch. Und ich muss sagen, das Einkaufszentrum sieht jetzt schon, ich schaue, dass ich hinten nichts abreiße, sieht jetzt schon mit den Bäumen echt nett aus. Also das macht schon natürlich einiges aus, wenn da mehr Blätter verbaut sind. Das muss man schon sagen. Aber klar, eben es waren damals andere Zeiten und das muss man natürlich auch einbeziehen in die Bewertung. Aber ich muss schon sagen, es ist schon echt um einiges cooler jetzt so, wie die Bäume jetzt aussehen. Was du auch gemacht hast, genau, das schwenke ich gleich hier rüber, ist die, das Blumenbeet, das noch nie jemand bearbeitet hat, auf jeden Fall gefühlt. Ja, es ist unglaublich, aber das ist das Blumenbeet, wo bis jetzt vor kurzem nur Erde drinnen war. Mittlerweile haben wir die Blumen, die hier auf der Seite waren, alle ausgerissen, drunter diese großen Blätter gegeben und dann die Blumen wieder draufgegeben und ich finde, das sieht grandios aus. Also Christoph wollte es zuerst eigentlich ohne den Blumen haben und nur Blätter, aber ich finde, das sieht mit den Blüten doch um einiges netter aus, auch weil es ja oben dann auch wieder grün ist. Also von dem her ja. Und ich habe hier ein Vogelpärchen hingegeben, ganz oben. Das finde ich auch sehr süß. Und ein Eichhörnchen, das seine Nuss verloren hat, leider. Die liegt jetzt hier am Boden. Es schaut ganz skeptisch Ja. hinunter, weil auch der Mann mit der blauen Kappe das Nüsschen gefunden hat. Und das Eichkätzchen hofft natürlich, dass dieser Mann hier Hat der dass die Nuss nicht Hunger? aufhebt. Also bitte die Nuss nicht aufheben, das ist für unser Eichhörnchen, genau. Aber ich finde, das sieht jetzt schon echt cool aus und man sieht halt genau, hier hinten ist dann das Ende quasi von unserer Begrünung. Und ja, so sah es mal aus und so sieht es jetzt aus und das ist schon ein richtig großer Unterschied und es ist um einiges netter, als es vorher war, muss ich schon sagen. Genau, wir haben auch übrigens noch ein paar Bäume dort hinten platziert. Also wenn ihr dort hinten schaut, ich weiß nicht, ob Rita dort hingefilmt hat, dort Ja, sind auch ich meine, Bäume der ist der noch immer, gleichen Bauart. Und links daneben ist noch ja, einer der ja, älteren Bauweise. Auch im hinteren Bereich, wo die neue Baustelle ist, habe ich so einen Baum hingegeben. Als nächstes wird wahrscheinlich dieser Park hier rausfliegen. Wobei rausfliegen ist das falsche Wort dafür. der wird Es modifiziert. ist das so, dass die Bäume zwar ganz nett aussehen und das Ganze, die Umrandungen, das war damals schon das höchste der Gefühle, Ja. wie wir den gebaut haben mit den Dark Grey Mauersteinen. Jetzt wird Ja. das aber ein bisschen aufgemöbelt und ein bisschen netter gemacht. Rita hat zuerst ganz gut auf diese Umrandungen hier auch gefilmt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe da so runde, ich weiß gar nicht, was das sind. Ich glaube so das Plate Modified oder was auch immer, diese Runden auf jeden Fall, die es jetzt neu gibt. Und die gibt es ja auch in der Dreieckskonstellation, die muss ich jetzt bei Bricklink mal bestellen. Dann sieht das echt nice aus. Und wir haben jetzt vor, dass wir immer mehr in der Stadt begrünen. Ich habe zuerst auch geglaubt, dass ich das irgendwie nicht so geil finde, wenn so viele Bäume in der Stadt sind, da man dann ja viele Sachen auf den ersten Blick nicht sieht und der Blick irgendwie teilweise ein bisschen versperrt ist. Auf der anderen Seite, schaut mal, diese Bäume eröffnen irgendwie so ein geiles, ja, so eine geile Perspektive auf so diverse Sachen und man muss da und dort einfach ein bisschen genauer hinschauen oder muss, so wie Rita jetzt, in diese Montageluke reinschauen, dass man alles sieht und das lieben wir einfach. Christoph will nur, dass ich hier reinkrabbeln muss. Ja, weil du immer so ächzt und stöhnst, wenn du da rein und auch rauskommst. Aber Rita, so bleibst du wenigstens in Form mit uns, kein Problem. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde, das sieht hier jetzt schon ganz cool aus mit den Bäumen.
Definitiv. Wenn ich den Blick so in andere Stadtviertel schweifen lasse, sehe ich Ähnliches. Wir haben ja vor kurzem mal bei den Palmen ein paar mehr Blätter drauf gegeben, aber dort oder da und dort ist auf jeden Fall noch ein Baum, der, nennen wir es so, noch ein bisschen Liebe brauchen würde. Aber wir haben jetzt mal einen Versuch gemacht. Wir werden ja auch vielleicht noch verschiedene Bauarten versuchen. Das war jetzt mal der Vorschlag auch von euch. Und weil wir im Legoland so viele Teile dafür gekauft haben. Wir werden aber natürlich auch andere Bäume demnächst nochmal bauen und dann können wir die ja austauschen. Also die lassen sich ja ganz leicht versetzen. Dann kommen ein paar Bäume von hier, die alle gleich sind, jetzt in den Naturbereich und so weiter. Und dann, glaube ich, sehe ich da grünes Licht und wir können Grüne hier Bäume, sehr, sehr zufrieden sein. Grünes Licht, was will man mehr? Also ich bin sehr zufrieden. Ich werde jetzt noch das Haus fertig herrichten, das was ich dezent zerstört habe, damit es auch dann passend ist für die Umgebung, weil da passt jetzt noch nicht alles ganz so gut. Aber ja, egal, das ist wieder ein anderes Thema. Und ja, also ich bin zufrieden fürs Erste, definitiv. Mich wundert es, dass du zufrieden bist, weil du vor dem Video gesagt hast, dass du eigentlich schon Hunger hast und ich gesagt habe, komm Rita, lass noch schnell filmen, bevor die Sonne untergeht und wir dann hier kein gutes Filmlicht mehr haben. Aber ihr seht, ihr macht Rita glücklich, wenn es ich und das Essen schon nicht ist, dann wenigstens ihr. Es gibt heute nur Gemüsesuppe, von dem her wahrscheinlich. Ich esse aber was anderes. No. Hoffentlich ist was da. Wir können es kaum erwarten, eure Kommentare zu diesem Video zu lesen. Also danke fürs Einschalten auch. Und wir sehen uns demnächst. Schreibt uns gerne, was ihr sehen wollt in Wild City. Es gibt ja ein paar Bereiche, die wir jetzt schon länger nicht mehr abgefilmt haben. Zum Beispiel den Berg hier. Aber es wird bald wieder mal soweit sein, glaube ich. Es gibt auch Updates dort hinten in Neustadt beim Eishockeyfeld. Wir haben jetzt viel gebaut, auch viele Sets fertiggestellt und ich glaube, da wird uns das Material nicht so schnell ausgehen. Und euch hoffentlich die Lust auf die Videos. Was gibt es da mehr zu sagen als baut doch ihr was Schönes, genießt eure Gemüsesuppe, falls es heute auch bei euch Gemüsesuppe gibt. Wir versuchen es. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder bei einem neuen Update hier in Wild City. Ich bin gespannt, was als nächstes drankommt. Also jetzt auf jeden Fall mal das Haus. Und dann schauen wir weiter. Wobei, das ist nichts Großes. Also das ist ja... Sieht irgendwie so schief aus alles. Aber gut. Bis demnächst, Freunde. Wir sehen uns. Tschüss.